Also Mercedes, BMW. Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute möchte ich über Dinge reden, die nicht so toll sind in Sydney oder Australien allgemein und die man verbessern könnte. Nicht alles kann verbessert werden, aber man kann ja hoffen. Es wird ein bisschen negativ heute, aber ich wollte halt dieses Video drehen, dass ihr auch am besten vorbereitet seid, dass ihr wisst, worauf ihr euch einstellen müsst, weil die meisten dieser Dinge werden euch vielleicht tagtäglich betreffen. Also lasst uns starten. Nummer 1. Unsere berühmten Strände. Hier in Sydney haben wir zwei der weltberühmtesten Strände. Einer ist Bondi und die andere ist Manly. Und leider sind diese immer überfüllt. Egal an welchem Tag du hingehst, da werden ein Haufen Menschen sein, ob sie jetzt direkt am Strand liegen oder auf der Wiese nebendran liegen. Es ist immer überfüllt. Hier in Sydney ist es auch so, du kannst nur zwischen den Flaggen schwimmen. Das heißt, wenn du schwimmen willst, dann musst du dich mit sehr vielen Leuten dir den Platz teilen sozusagen. Das andere, was an diesen weltberühmten Stränden ein bisschen schade ist, ist die Zugänglichkeit. Wenn du zu Bondi gehen möchtest, dann musst du den Zug nehmen nach Bondi Junction. Und dann von Bondi Junction sind es nochmal 10-15 Minuten Busfahrt, bis du dort angekommen bist. Und für Manly ist das so, du musst die Fähre nach Manly nehmen und dann musst du so ungefähr 10 Minuten laufen, dann bist du am Strand. Und weil diese zwei Strände halt super überfüllt sind, das nach Hause gehen ist sehr beschränkt manchmal. In Bondi ist es so, dass du wissen musst, welche Bushaltestelle du nehmen kannst oder sollst, dass du überhaupt in den Bus kommst. Weil wenn der Bus überfüllt ist, dann hält er nicht mehr an den anderen Bushaltestellen, weil er wirklich keine Leute mehr annehmen kann. Das heißt, wenn du an der falschen Bushaltestelle stehst, kann es sein, dass du nicht in den Bus reinkommst. Ja, das könnte man echt verbessern. Ja, die Busse kommen alle 5 Minuten, aber das sind wirklich so viele Leute, dass selbst wenn die Busse alle 5 Minuten kommen, es ist halt, die sind überfüllt, die sind einfach überfüllt. Nummer 2, die Infrastruktur hier, also Bus und Bahn, ein bisschen auch Straße, aber zum Autofahren komme ich gleich. 2000 hatten wir hier in Sydney die Olympischen Spiele und für eine Stadt, die westlich ist und eine Erstweltstadt ist Infrastruktur absolut unter aller Sau. Ich wohne in einem Stadtteil, der neu ist, also vielleicht 10 Jahre alt, aber die bauen und bauen hier. Und erst vor kurzem haben wir erst einen zweiten Bus bekommen. Aber die Busse kommen hier alle 15 Minuten. Es ist absolut unter aller Sau. Also morgens auf Arbeit gehen kann schon schwierig werden. Ja, guck, die verbessern das und alles Mögliche. Die haben jetzt auch erst letztes Jahr angefangen, die Metro zu bauen. Und wir haben auch erst letztes Jahr Straßenbahnen bekommen. Die Infrastruktur ist ein bisschen zurückgeblieben. Man merkt halt, dass der Staat hier eher ans Jetzt denkt, anstatt an die Zukunft. Das bringt mich zu Punkt Nummer 3. Das Autofahren in Sydney kann sehr nervenzerreibend sein, weil wir haben hier große Straßen, die von einem Ende zum anderen Ende in Sydney führen. Oder die westliche Straße ist der Great Western Highway. Der hat 1 oder 2 Spuren und er ist immer voll, besonders wenn man nach der Arbeit nach Hause fährt. Wir haben hier private Firmen, die bauen Straßen, die 4-5 Spuren groß sind, aber für die musst du bezahlen. So, diese privaten Firmen gehen zum Staat und sagen, oh, wir bauen diese Straße, wird 4-5 Spuren jede Richtung sein. Leute müssen dafür bezahlen, das kostet ungefähr 5 bis 7 Dollar oder so. Die führen von diesem Great Western Highway, führen die zu allen anderen Stadtteilen, aber die zwingen dich sozusagen, diese neuen Straßen zu nehmen und die zwingen sich sozusagen, das zu bezahlen, weil der Great Western Highway kommt von 2 oder 3 Spuren, kommt die in eine Spur, das heißt, du stehst wirklich im Stau. Wenn du nicht bezahlen willst, musst du dich in eine Spur einfedern und die anderen 2 Spuren sind leer. Ohne Witz, die sind leer. Ich versuche mal ein Foto davon zu machen. Also alle zwingen sich in eine Spur, um auf der
freien Straße zu bleiben. Und dann, wenn du siehst, wo es dann zu dieser neuen privaten Straße geht, die ist leer. Niemand nimmt die. Niemand nimmt die, weil keiner bezahlen will. Und es ist einfach so unfair den Autofahren gegenüber. Das regt mich so auf. Und auch die Strafen sind hier sehr hoch. In Deutschland, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, 10 Jahren vielleicht, wurde ich in einer 50er-Zone geblitzt. Ich bin 80 gefahren, aber es war aus dem Dorf raus, es war nachts. Da war keiner auf der Straße und es war eine gerade Straße und da wurde ich geblitzt. Und ich erinnere mich, ich habe einen Punkt gekriegt und 75 €. Hier würdest du locker $400 dafür bezahlen und natürlich Punkte kriegen. Die Strafen sind sehr, sehr hoch und an Feiertagen haben sie doppelte Strafen. Das heißt, wenn die normale Strafe schon 400 ist, dann kann es sein, dass sie die $800 Knöllchen geben. Punkt Nummer 4. Da ist die Kamera verreckt. Punkt Nummer 4. Mieten in Sydney ist teuer. Besonders in den Eastern Suburbs ist es sehr, sehr teuer. Alle wollen in den Eastern Suburbs leben, weil das ist, wo du bist halt näher am Strand, du bist näher an der City und alle wollen in Sydney leben. Natürlich wollen viele auch in Melbourne leben, aber wir reden ja hier über Sydney, noch nicht Melbourne. In den letzten Monaten seit der Pandemie sind die Mieten ein bisschen runtergegangen, weil viele sind ausgezogen aus der Stadt und sind mehr in die Region gezogen, weil wir es ja einfacher haben, von zu Hause zu arbeiten. Aber allgemein ist es halt teurer hier in Sydney. Ich habe damals für eine Einzimmerwohnung, also ein Studio, habe ich $400 in der Woche bezahlt und das ist Kaltmiete. Das ist ohne Strom und ohne Wasser und ohne Internet. Ja, alle wollen hier wohnen und deswegen ist es so teuer. Du kannst hier in die westlichen Stadtteile ziehen, wo die Miete günstiger ist, aber dann zahlst du halt mehr Zugfahrt auf die Arbeit. Wenn du jetzt in der Stadt arbeitest, dann zahlst du $4,50 ein Weg, um auf Arbeit zu kommen. Und dann das sind dann fast $10 am Tag, die du für den Bus und Bahn ausgeben musst. Deswegen entweder zahlst du ein bisschen mehr Miete und läufst zur Arbeit oder du lebst außerhalb, sparst an der Miete, aber zahlst halt mehr für den Bus und Bahn. Nummer 5, die Unterhaltskosten. Öffentliche Verkehrsmittel sind teuer. Lebensmittel können teurer sein in Stadtteilen, die reicher sind. Also nochmal die Eastern Suburbs und die Northern Beaches. Da kann es halt, die Lebensmittel können da schon teurer werden. Bessere Qualität, würde man sagen, und die müssen halt ein bisschen mehr dafür bezahlen. Wobei in den westlichen Stadtteilen ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber dafür auch günstiger. Nummer 6. Sydney ist weit weg. Wir sind wirklich am östlichsten Teil von Australien. Der nächste Flughub ist 7 Stunden weg, das ist Singapur. Von Singapur kannst du dann überall weiterfliegen. Dubai ist ungefähr 13 Stunden Flug weg. Wenn du hier in Sydney ins Flugzeug steigst und du fliegst 5 Stunden westlich oder 5 Stunden nördlich, bist du immer noch in Australien. Wenn du ins Flugzeug steigst und 3 bis 5 Stunden südlich oder östlich fliegst, dann bist du entweder in Neuseeland oder in Fiji. Nummer 7, große Sportveranstaltungen sind überwiegend in Melbourne. Also ich spreche hier von Tennis und Formel 1. Die sind in Melbourne. Wir haben hier nichts in Sydney. Wir haben nur die australischen Sportveranstaltungen wie AFL, NRL und so weiter und so fort. Aber ausländischer Sport ist in Melbourne. Nummer 8, das Nachtleben in Sydney. 2014 wurde ein Gesetz ausgeführt, das heißt Lockout Laws. Das heißt, nach 1:30 Uhr wird niemand mehr in Clubs oder Bars reingelassen. Dieses Gesetz wurde überwiegend ausgerollt wegen der alkoholisierten Gewalt, die auf Sydney-Straßen herrschte. Leute können ihr Bier nicht halten und dann fangen sie halt eine Rauferei an. Dieses Gesetz wurde überwiegend aufgehoben im Anfang 2020. Dann kam die Pandemie, dann konnten wir sowieso nicht ausgehen. Aber es hat die Stadt 16 Billionen, also das ist auf Englisch, 16 Milliarden
Dollar gekostet, weil viele Bars mussten schließen, konnten sich nicht über Wasser halten, weil Leute einfach nicht mehr in die Bars gekommen sind und kein Geld mehr ausgegeben haben. Oder viele haben halt einfach aufgegeben und gesagt, was ist der Sinn dabei, wenn ich nicht aufhaben kann, wie lange ich möchte und meine Kundschaft unterhalten kann. Ja, da gibt es gute und schlechte Seiten dazu, aber das Nachtleben ist nicht, was es mal war, kurz gesagt. Mein letzter Punkt ist die Luxussteuer auf Autos. Besonders Autos aus Europa, also Mercedes, BMW und Audi, werden hier mit 33% versteuert, wenn die über 68.000 Dollar kosten. Das heißt, wenn der Händler das Auto importiert, also der Händler bezahlt das, aber das wird halt auf den Kunden wieder zurückgeschoben, weil dann musst du das halt bezahlen. Das heißt, ein europäisches Autofahren in Australien ist schweineteuer. Und selbst der Service ist halt schweineteuer. Das heißt, die ganzen Teile, die aus Europa importiert werden müssen, um das Auto zu reparieren, ob das jetzt ein Kratzer ist oder ob das jetzt eine Stoßstange ist oder sonst irgendwas, wird dich auf jeden Fall 2.000 bis 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Dollar kosten, weil jedes Teil muss halt importiert werden und die haben das halt nicht einfach rumliegen. Das sind meine 9 Dinge, das sind nicht mal 8, nicht 10, aber meine 9 Dinge, die man hier in Australien oder Sydney verbessern könnte. Ja, lasst mich wissen, was ihr denkt, und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch ein Like und abonniert mich, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen. Ich sehe dich in meinem nächsten Video. Tschüss.